Hallo, heute ist Sonntag, der 14. Februar 2021. Nun, nachdem ich so viel von toxischer Maskulinität hier und toxischer Maskulinität da erzählt habe, gebietet es ja allein die Regel der Fairness, dass ich auch mal einen Blick auf die andere Seite werfe. Die toxische Maskulinität äußert sich ja meiner Ansicht nach insofern, dass betreffende Menschen alles Mögliche in weiblich und männlich gendern und anschließend die Dinge in der männlichen Kategorie als irgendwie überlegen betrachten. Das können Dinge sein, die man noch lose mit Geschlechtlichkeit in Verbindung bringen kann, wie Kleidung oder Haarfrisuren und so weiter. Aber das geht auch weiter bis hin zu völlig abwegigen Dingen wie Musikgenres oder Studienfächer oder sowas. Toxisch ist das halt, weil es alle Dinge einmal pauschal vorverurteilt, zusammen mit den Menschen, die diese Dinge haben oder zeigen. Die Maskulinität kommt dadurch ins Spiel, dass daraus Idealvorstellungen abgeleitet werden, die sich an der Geschlechtlichkeit abarbeiten, wobei das Männliche als so eine Art Goldstandard dient. Das heißt also, Jungs und Männern wird geraten, so und so musst du sein, damit du ein richtiger Mann bist. Ansonsten bist du nur eine Memme oder eine Pussy oder ein Mädchen oder sowas. Entmännlichung ist also gleichbedeutend mit Entwertung. Unmännlich agierende Männer werden als minderwertig, als schlecht oder nicht einmal als richtige Männer anerkannt. Welche Qualitäten jeweils als männlich gesehen werden, das entspricht noch einer altmodischen Stereotypenerziehung, die vor allem früher besonders präsent war. Genauer ins Detail bin ich ja in meinen vergangenen Videos über die Motive und Hintergründe dazu gegangen. Schaut also bitte dort noch einmal nach, wenn ihr mehr über toxische Maskulinität wissen wollt. Ich packe euch die Liste, die Video-Playlist hier in die Infoleiste. Bei der toxischen Weiblichkeit müsste es der Logik nach ja auch solche rigiden Kriterien geben, wie Frauen zu sein haben. Und jede Frau, die dagegen verstößt, ist demnach keine richtige Frau, sondern ein Mannsweib oder was auch immer uns noch so für abwertende Bezeichnungen einfallen mögen. Altmodische Geschlechtererziehung war eben bereits das Stichwort, daher nehme ich mir diese alten Rollenvorstellungen mal vor. Das ist natürlich schwierig, weil sich gerade die Frauenrechte in den vergangenen Jahrhunderten drastisch geändert haben und früher eine lange Zeitspanne abdeckt. Ich fasse jetzt trotzdem mal sehr vereinfacht so die wichtigsten Stichpunkte zusammen. Wo den Jungs durch die Erziehung nahegelegt wurde, dass sie nicht schwach, hilfsbedürftig oder passiv, also regressiv auftreten durften, hatten die Mädchen früher genau die umgekehrte Situation. Ihnen wurde es hoch angerechnet, wenn sie zerbrechlich auftraten und sie sich eingestanden, dass sie Hilfe brauchten. Im Gegenzug dazu wurde ihnen jegliche Aggressivität als etwas Schlechtes ausgetrieben. Sowas tun Mädchen nicht, war eine zwangsläufige Ermahnung, wenn Mädchen sich in kompetitiven Sportarten versucht haben oder lebhaft durch den Dreck gesprungen sind. Ich kenne da noch so ein Sprichwort, das geht so: Mädchen, die pfeifen und Hennen, die krähen, sollte man bei Zeiten den Kopf umdrehen. Sollte so viel heißen wie: Mädel, bleib auf deinem Platz. Nun sind Aggressionen ja mehr als nur herumschreien und anderen Kindern Hagebutten in den Kragen werfen. Aggressionen sind auch eine Triebfeder, um sich von anderen zu lösen, in die Welt hinauszuziehen und sich von ihr etwas zu holen. Wer einen Lebenstraum verwirklichen will, muss letztlich genau das tun. Sein Ränzlein schnüren, auf in die wilde Welt und ihn dann in die Tat umsetzen. Den Mädchen wurde früher aber mit ihrer Erziehung jeglicher Impuls, eigene Forderungen an die Welt zu stellen, ausgetrieben. Sie sollten immer nur lieb und artig sein, die Anforderungen anderer Menschen befolgen und niemals aufmüpfig werden, widersprechen oder sogar herausfordernd auftreten. Kurz und gut, sie wurden so erzogen, als hätten sie gar keine eigenen Forderungen an die Welt zu stellen, sondern sich stattdessen jedem zu fügen, der sich ihrer bemächtigte. Nicht ganz verwunderlich wurden sie also mehr wie Objekte behandelt, anstatt wie Menschen mit eigenem Kopf und eigenem Willen. Selbst wenn es um ihre eigene Partnerschaft oder Ehe ging, blieben sie eher in einer passiven Rolle. Sie ließen sich eher umwerben oder wurden gar von ihrer Familie verheiratet. Um sich in der Welt umzuschauen und sich selbst einen schmucken Typen anzulachen, hätte es ja eines aggressiven, fordernden Impulses bedurft. So, du gefällst mir. Möchtest du mit mir zusammen sein?
Aber das übernahmen eher die Männer, die für begehrte Damen sogar genug Aggressionen für Balzkämpfe aufbrachten. Da durfte sich das Mädchen dann geschmeichelt fühlen, wenn sich ihre Verehrer auch noch um sie stritten. Von den Aggressionen kommen wir rüber zur Selbstbestimmung. Frauen, denen derart abtrainiert wurde, ihre eigenen inneren Vorstellungen auszuleben oder sich von der Welt irgendetwas zu nehmen, von denen blieb eine zurückgezogene, schweigsame, lächelnde Fassade übrig, die all ihre Aggressionen für sich behielt. Oder vielleicht sogar gegen sich selbst richtete. Eine leere Fassade, auf die jeder andere Mensch nach eigenem Belieben alles Mögliche projizieren konnte, was diese Menschen so einfiel. Die einen fanden vielleicht, dass Mädchen mehr so sein mussten und andere waren der Meinung, dass Mädchen ganz anders sein mussten. Natürlich ließen es sich diese anderen nicht nehmen, ihre jeweilige Vorstellung dem genannten Mädchen auch mitzuteilen. Als ob sie nur so eine Art Rohmasse wäre, die nur darauf wartete, von jemandem gestaltet und geformt zu werden. Obendrein hatte sie von Gesetz wegen weniger Rechte, durfte nicht lesen, nicht studieren, nicht wählen, wurde für Taten bestraft, die bei den Männern völlig legal waren. Ihr Ehemann konnte als ihr Vormund ihre Befugnisse frei einschränken und für ihre Arbeit wurde sie stets schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen, wobei ich diese Beispiele jetzt gerade aus verschiedenen Epochen zusammengefügt habe. Von manchen Philosophen wurde sogar ernsthaft in Zweifel gezogen, ob Frauen überhaupt eine Seele hatten. Jegliche eigenständige und unabhängige Entscheidung wurde ihnen also schwer gemacht. Das Einzige, was ihnen nicht schwer gemacht wurde, war zu heiraten, ihren Ehemännern widerspruchslos zur Seite zu stehen und Kinder zu kriegen. Der Standard sah früher vor, Mädchen oder Frauen sind schwach. Ihnen muss alles Unzumutbare abgenommen werden. Dass es auch eine Zumutung ist, alle eigenen Wünsche und Aggressionen runterzuschlucken, lassen wir jetzt mal beiseite. Was Stärke aber auch bedeutet, ist sicheres Auftreten und Kompetenz. Aber auch das wurde den Frauen einfach pauschal aberkannt. Frauen hatten nicht kompetent zu sein, maximal im Haushalt. Und selbst da konnte der Ehemann ein Machtwort sprechen, wenn irgendetwas nicht nach seinem Willen lief. Auf diese Weise machten die Frauen natürlich auch keine Erfahrungen im Umgang mit Herausforderungen und diese blieben das, was sie von Anfang an waren. Unzumutbarkeiten. Ob es sich um etwas gehandelt hätte, was der Frau doch zuzumuten war oder was sie mit ein bisschen Übung sogar heroisch bezwungen hätte, bleibt ungeklärt. Sie kam ja gar nicht dazu, es zu versuchen. Mädchen oder Frauen wurde auch ein guter Draht zu ihren Gefühlen nachgesagt. Ja gut, das ist wie bei den Jungs. Zu den Emotionen, die ihnen nicht verboten wurden, hatten sie einen guten Zugang. Klar, konnten sie solche Dinge wie Schwäche oder Angst gut kommunizieren, wenn sie gelernt hatten, dass diese Affekte auch okay waren. In Sachen Wut, Aggression oder derartigen Regungen waren sie dagegen blutige Anfängerinnen, im Gegensatz zu ihren männlichen Geschlechtsgenossen. Dass Frauen generell höhere Sozialkompetenzen hätten, war auch eine flächendeckend verbreitete Annahme. Wenn man aber gar keine andere Wahl hat, als daheim die Familie zu versorgen, dann lässt sich das auch gar nicht vermeiden, dass man dabei auch ein paar Sozialkompetenzen entwickelt. Ob dieselbe Aufgabe der ein oder andere Mann vielleicht viel besser hinbekommen hätte, bleibt ja genauso ungeklärt, denn er kam ja gar nicht dazu, es zu versuchen. Wenn er also heimkam und seine Frau en Detail erklären konnte, wie sich Person X wegen Ereignis Y gefühlt hat und er sich die meiste Zeit eigentlich nur fragt, wo zum Teufel denn da der Unterschied sein sollte, dann gab es zumindest eine einfache Erklärung für alles. Ja, ist halt eine Frau, muss ich nicht verstehen. Und ohne das Wissen um diese Befindlichkeiten ging das Leben aber auch weiter, also konnte es ja nicht so wichtig sein. Das nächste Mal, wenn sie also wieder mit einem Gefühlchen um die Ecke kam, konnte sie sich sicher sein, dass sein Lächeln eine Art nette Übersetzung war für den Satz: Ja, ja, mein Herz, was du dir nicht wieder alles einbildest. So, wenn wir nun diese Vorstellungen, wie Frauen damals zu sein hatten, anwenden, dann müsste sich daraus ja auch eine Art toxische Weiblichkeit ableiten lassen. Etwa in der Art: Eine richtige Frau kann einfach gar nicht anders, als empathisch und verständnisvoll zu sein. Sie ist viel zu sanftmütig und kann sich in einem kompetitiven Umfeld eh nicht behaupten. Was sie viel besser kann, ist, sich Menschen zuzuwenden. Kranken, Alten oder auch Kindern. Drum sollte es hier ein inniges Bedürfnis sein, ihr Leben ganz der Familie und der Sozialgemeinschaft zu widmen. Frauen, die sich lieber egoistisch um ihre eigenen Karriereziele kümmern, die sind nur herzlose Schlampen. Politische Entscheidungen, die Gestaltung unserer Gesellschaft, die wirtschaftliche Versorgung der Familie, all das übernimmt der Mann. Dass daheim alles am Laufen gehalten wird, wenn er nach Hause kommt, darum kümmert sich die Frau. So ungefähr würde also die Toxizität dieses sehr traditionellen Familienbildes wohl aussehen.
Parallel zur toxischen Maskulinität wird also auch hier sehr strikt zwischen Frauen und Männern unterschieden und von Frauen wird erwartet, sich auf Familie und Kinder und Hausfrauendasein zu fokussieren. Und auch hier gilt, Frauen, die diesem Erwartungsbild nicht entsprechen, haben verspielt. Sie gelten als weniger wert oder ihnen wird sogar ihre ganze Weiblichkeit abgesprochen. Im Unterschied zur toxischen Maskulinität werden die weiblichen Qualitäten allerdings nicht als irgendwie höherwertiger betrachtet als die männlichen. Sie akzeptiert stattdessen ihre eigene Unterlegenheit zum Mann, gewissermaßen als ein Ergebnis ihrer Natur. Das ist also eine Art von Toxizität, die sich wertend und urteilend gegenüber den eigenen Geschlechtsgenossinnen aufspielt, aber gegenüber den Männern nimmt diese Haltung keinen Befehlston an. Sie ist auch gänzlich ungeeignet, um irgendeine Art von Vorherrschaft über alle Menschen zu übernehmen. Politische Entscheidungen und Zukunftsideen werden ja eindeutig als Männerthemen outgesourced, wie man heutzutage sagen würde. Den Frauen, die aber lieber etwas anderes machen würden, die lieber selbst politisch mitgestalten wollen oder sich sogar in kompetitiven Berufsfeldern heimisch fühlen, denen wirft diese Form der toxischen Weiblichkeit ja nur Stöcker zwischen die Beine und macht ihnen das Leben schwer. Wer von dieser Toxizität allerdings profitiert, sind die Männer, die dann weiter ungestört politisch gestalten und herrschen und entscheiden können, ohne befürchten zu müssen, dass die Frauen ihnen Konkurrenz machen oder sogar irgendwie dazwischen quatschen könnten. Aus diesem Grund habe ich diese konservative Form der toxischen Weiblichkeit in meinem allerersten Video damals als ein Symptom der toxischen Maskulinität ausgemacht. Gewissermaßen die verinnerlichte Maxime: Du kannst das nicht, überlass das mal den Fachmännern. Ich kenne aber Toxizität auch noch in einer anderen Form oder sagen wir in verschiedenen anderen Formen. Denn genau wie bei der toxischen Maskulinität kann ich das eine Rezept für eine toxische Weiblichkeit natürlich nicht beschreiben. Ich kann immer nur so Ideen oder Überzeugungen heraus extrahieren und beschreiben. Teilweise bediene ich mich da übrigens aus Beobachtungen und teilweise auch wieder aus meinen eigenen Erfahrungen. Ja, ich habe und hatte mir auch einige toxisch-weibliche Ideen zu eigen gemacht. Yay. Also diese anderen Tendenzen, die ich gerade gemeint habe, die ich noch so kenne, die sind ein bisschen anders. Die blicken durchaus feindselig von oben auf Männer herab. Diese Toxizität entstammt also gerade nicht einer braven, untergeordneten Position heraus, sondern aus einer Position des Machtanspruchs und der Ambitionen. Das ist eine Form von Feindseligkeit gegenüber Männern, die eher von Menschen, sagen wir mal, mit feministischen Überzeugungen stammen, aber auch darin vor allem in eine Strömung passt, die in ihrem Denken weniger humanistisch, sondern eher so geschlechterbinär eingestellt ist. Mit der toxischen Maskulinität gemeinsam haben sie dabei die gleiche Schlussfolgerung, nämlich: Menschen teilen sich in diejenigen, die es gut haben und diejenigen, die es schwer haben. Nur ab jetzt geht es weiter mit: Diejenigen, die es schwer haben, sind die Frauen. In manchen richtigen hardcore-toxischen Kreisen finden wir auch hier wieder diese Tendenz, irgendwelche alltäglichen Dinge einzuteilen und abzuwerten. Nur wird hier nicht pauschal nach Geschlechtern eingeteilt, sondern nach der Frage, wie sehr eine Sache bestehende Unterdrückungen festigt oder sogar unterstützt. Also zum Beispiel Frauen, die sich sexy inszenieren und schminken, die werden dann beispielsweise pauschal abgelehnt, weil sie das gängige Stereotyp untermauern, dass Frauen einfach nicht viel im Köpfchen haben und das deswegen mit ihrem Aussehen kompensieren müssen. Oder die bloße Tatsache, in einem Beruf mit chauvinistischem Ruf zu arbeiten, wie beispielsweise Manager, genügt schon, um abgeurteilt zu werden. Das ist eine ziemlich übergriffige Verurteilung, weil es ja in die freie Entfaltung anderer Menschen eingreift. Manche Frauen möchten sich halt einfach hübsch machen und nutzen gerne dafür ihre Freiheit zur Entfaltung. Und andere sind halt einfach Manager von irgendetwas, ohne deswegen gleich jemanden zu geißeln oder zu diskriminieren. Ansonsten arbeitet sich die Ablehnung aber eher an Äußerungen, Musik, Filmen, Erzeugnissen oder Zeitphänomenen ab, in denen Menschen aus einer überlegenen Position heraus schamlos die Unterlegenen ausbeuten oder zur Schau stellen, dass es sie nicht im Mindesten interessiert, was die Unterlegenen wollen könnten. Seien es Typen, die auf dem Sofa herumlümmeln und Pizza essen, während sie über Frauen herziehen, die ihrer Meinung nach zu dick sind, oder sei es auch die Ausbeutung von Berufsgruppen, in denen zufällig Frauen überrepräsentiert sind. Obwohl wir also von toxischer Weiblichkeit sprechen, wird diesmal nicht das Frausein selbst als besonders hohes Gut hochgehalten, sondern es geht vielmehr um eine Art Kampf gegen die Willkür derjenigen, die durch Zufall in eine überlegene Position gekommen sind.
Oder anders ausgedrückt, der Triumph als kleine Daniela dem großen Goliath eins ausgewischt zu haben. Vielleicht hört ihr auch hier wieder die gleichen Töne heraus wie bei meinen Videos über die toxische Maskulinität. So ein Grundton, als wäre das Leben vor allem ein Kampf. Gut, das verwundert jetzt nicht, da die VertreterInnen dieser Überzeugungen zweifellos feministisch interessiert, wenn nicht gar aktiv sein dürften. Also wenn zum Erkämpfen von Gleichberechtigung die gesammelte Schaffenskraft ganzer Generationen vereinigt werden musste, dann kann man schon mal den Eindruck bekommen, dass sie sich hart erkämpfen mussten, was andere per Geschlechtereintrag einfach so in den Schoß geworfen bekommen haben. Wie genau diese Ungerechtigkeiten im Alltag aussehen und an welchen Stellen sich die Grundüberzeugungen der toxischen Weiblichkeit so manifestieren, das möchte ich mir dann in den nächsten Videos mal genauer ansehen. Bis dahin verbleibe ich euch mit kämpferischen Grüßen, euer Kater Schnutz. Post-tension realization. This is happening without your permission.